Guten Tag, mein Name ist Simon Etter und ich bin Gründungsmitglied von Crowdwater. Wir haben in diesem Kurs ja bereits gesehen, wofür hydrologische Modelle verwendet werden und dass sie normalerweise mit Abflussdaten kalibriert werden. Auf diesem Bild sehen Sie jetzt eine solche Abflussmessstation. Diese ist an der kleinen Emme in Wertenstein und wird vom Schweizerischen Bundesamt für Umwelt betrieben. Solche Messstationen sind aber richtig teuer. Man muss nicht nur die Infrastruktur bezahlen, sondern auch das Personal, das die Station wartet, das die Messungen durchführt und die Daten weiterverarbeitet. Abflussdaten sind also ein richtig teures Gut. Deshalb gibt es global gesehen immer weniger aktuelle Daten oder diese sind nicht frei zugänglich. In dieser Karte sehen wir, dass vor allem in Regionen außerhalb von Nordamerika und Europa sehr wenig aktuelle Daten vorhanden sind. Das Ziel von Crowdwater ist es deshalb, eine Methode zu entwickeln, um auch in diesen Regionen die Datensammlung zu ermöglichen. Diese sollte möglichst einfach sein und gleichzeitig möglichst gute Daten liefern. Aktuell haben wir vor allem Messdaten von Orten, wo Geld, Personal und Infrastruktur vorhanden sind. Wo das nicht so ist, und das sind leider einige Orte auf dieser Welt, haben wir keine Abflussdaten. Oft haben wir aber Menschen irgendwo in der Nähe. Diese Menschen können, wenn sie mit den richtigen Tools ausgerüstet sind, wertvolle Messdaten liefern. Das ist etwas, was sich viele Forschende zunutze machen, wenn sie mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten. Die Idee von Crowdwater ist es nun, dass alle Messungen auf dem Smartphone erfasst werden. Am Fluss soll dafür nichts installiert werden. In 2 Studien konnten wir zeigen, dass es zu schwer ist, den Abfluss ohne Messinstrumente abzuschätzen. Und deshalb sind Abflussschätzungen für das Modellieren nicht geeignet. Darum haben wir eine spezielle Methode entwickelt, um mit einer virtuellen Messlatte den Wasserstand anhand verschiedener Klassen abzuschätzen. Hier sehen wir ein Beispiel von gemessenen Abflussdaten in Blau und den zugehörigen Wasserstandsklassen in Rot. Oben haben wir einen gemessenen Abfluss und unten haben wir geschätzte Wasserstandsklassen vom gleichen Fluss im gleichen Zeitraum. Im Normalfall hätte man natürlich keine Abflussdaten. Diese sind hier nur zur Illustration eingeblendet. Man sieht also, dass die Wasserstandsklassen die Dynamiken im Abfluss relativ gut abbilden. Wir wollen nun mit einer Zeitreihe von Wasserstandsklassen ein hydrologisches Modell kalibrieren. Eine Zeitreihe mit Wasserstandsklassen aus der App könnte beispielsweise so aussehen. Nun weisen wir den einzelnen Werten Ränge nach ihrer Größe zu. 5 ist die höchste Klasse und hat deshalb den Rang 1. 3 ist die zweithöchste Klasse und erhält Rang 2 und so weiter. Die Klasse 1 gibt es hier mehrere Male, sie besetzt die Ränge 4 und 5. Deshalb ist ihr Rang der Durchschnitt zwischen 4 und 5, also 4,5. Nun nehmen wir die vom Modell simulierten Abflusswerte dazu. Und hier sind ihre zugehörigen Ränge. Man sieht, dass es hier keine gleichen Ränge hat. Das kann bei einer langen Zeitreihe zwar vorkommen, ist aber viel weniger wahrscheinlich, da die Werte eine viel höhere Auflösung haben, als wenn wir nur 10 verschiedene Klassen hätten. Für die Berechnung der Modellgüte brauchen wir nur die beiden Zeitreihen der Ränge. Generell betrachten wir das Modell als besser, wenn die Ränge vom simulierten Abfluss möglichst mit den Rängen der Wasserstandsklassen übereinstimmen. Mit dieser Formel nach Spearman berechnen wir das Gütemaß Spearmans R für die Übereinstimmung der Ränge. Es ist hier als klein rs geschrieben. Je näher rs bei 1 ist, desto besser stimmt die Dynamik in den simulierten Abflusswerten mit den Wasserstandsklassen überein. Das Modell ist also besser. Diese Formel sieht jetzt ziemlich kompliziert aus. Wichtig ist aber vor allem der Term d, der für die Unterschiede der Ränge in jedem Zeitschritt steht. Wi ist der Rang der Wasserstandsklassen zum Zeitpunkt i und Si ist der Rang des simulierten Abflusses zum Zeitpunkt i. Je kleiner das der Unterschied zwischen allen Wi und Si ist, desto näher ist Rs bei 1 und desto besser die Kalibration des Modells. Jetzt wird das Modell natürlich nicht nur einmal laufen gelassen. Wir machen verschiedene Simulationen mit mehreren Parametersätzen. Am Ende nehmen wir diejenigen Parametersätze, deren Rs am nächsten bei 1 liegt. Und dann sind wir soweit. Wir können nun unsere Methode mit Wasserstandsklassen mit der Methode mit Abflussdaten vergleichen. Hier sehen wir auf der y-Achse die Modellgüte relativ zur Kalibration mit Abflussdaten. Die Kalibration mit stündlichen Abflussdaten nehmen wir als das bestmögliche Szenario an und definieren die damit erreichte Modellgüte mit 1.
Zufällige Parameter sind das schlechtmöglichste Szenario. Das heißt, wir haben eine Situation, wo keine Daten vorhanden sind und das Modell nicht kalibriert werden kann. Das nehmen wir als den schlimmsten möglichen Fall an. Wenn wir das Modell nun mit täglichen Wasserstandsklassen kalibrieren, erreichen wir signifikant bessere Resultate, als wenn keine Daten zur Kalibration vorhanden sind. Auch wenn wir im Schnitt nur einen Datenpunkt pro Woche haben, sind die Resultate noch ähnlich gut. Sobald wir allerdings nur noch einen Wert pro Monat haben, bieten Wasserstandsklassen keinen Mehrwert mehr. Man könnte dann gerade so gut einfach zufällige Modellparameter nehmen, wie das in der grauen Box der Fall ist. Wir haben also gesehen, wie wir mit Wasserstandsklassen hydrologische Modelle kalibrieren können. Natürlich wären Abflussdaten immer die erste Wahl. Aber die Methode von Crowdwater generiert in Regionen, wo sonst keine Abflussdaten vorhanden sind, mit einfachen Mitteln einen Mehrwert. Wir haben so beispielsweise die Möglichkeit, in abgelegenen Regionen Hochwasserwarnsysteme zu betreiben. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen und ich würde mich freuen, wenn Sie weiterhin bei Crowdwater dabei sind.